Hi und willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin im Keller von RT.de steht. Aber auch nur, weil bekanntlich RT.de nirgends mehr senden kann und ich dementsprechend recht günstig an Equipment gekommen bin. Komisch ist nur, dass jedes Mal, wenn ich mit meinem Handy in die Nähe eines Gerätes komme, ich dieses komische elektrische Brummen höre. Und warum Techniker von denen Kameras in meiner Wohnung anbringen mussten, hat mir auch keiner erklärt. Allerdings läuft das bei MSCIA, dem neuen amerikanischen Auslandssender, auch nicht anders ab. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf RT.de, der sich so mega cool hier als Arbeitgeber vorstellt. Wir versprechen, dass es immer etwas zu tun geben wird. Wir versprechen das volle Programm. Wir versprechen echte Herausforderungen. Wir versprechen Adrenalin pur. Versprochen. Okay, das wirft bei mir ein paar Fragen auf. Zum einen, warum sieht das bei Marina so wackelig aus, wo sie über ein nicht vorhandenes Seil in einem weißen Raum versucht zu balancieren? Und zum anderen, als Endredakteur so auszusehen, als ob Mutti morgens vergessen hat, den Kleiderbügel aus dem ollen Hoodie zu nehmen. Außerdem ist es nicht die Aufgabe eines Endredakteurs, einen Artikel in die Luft zu werfen. Dessen einzige Aufgabe ist es, einen Text einfach nur final nach Rechtschreib- und Grammatikfehlern zu durchsuchen. Und wenn ich mir so die Artikel von RT.de durchlese, dann durchsuchen die Texte nicht nach Fehlern, bevor die online gehen, sondern werfen scheinbar den ganzen Tag nur symbolisch Blätter in die Luft. Ich wünschte, dieser Endredakteur hätte auch das Skript zu diesem Video in die Luft geworfen, anstatt damit ein paar 100.000 Rubel zu verbrennen. Aber bevor wir uns die aktuelle Situation um und mit RT.de genauer anschauen, sollten wir einmal auf die Geschichte von diesem, Sender eingehen. 2005 entschied der russische Staat, ein eigenes Auslandsfernsehen zu etablieren und vor allem auch zu finanzieren, das dann als Russia Today am 10. Dezember 2005 zum ersten Mal in englischer Sprache auf Sendung ging. Mit dem Ziel, welches der Gründer hinter diesem sympathischen russischen Propagandafernsehsenders hier noch einmal den Redakteuren von Russia Today mitgibt. Bei der Gründung Ihres Senders war unsere Überlegung, dass es auf der Weltinformationsbühne einen weiteren Akteur geben muss. Einen, der objektiv über Russland berichtet und versucht, das betone ich, versucht, das Monopol der angelsächsischen Medien zu brechen. Besser hätte es kein Journalist sagen können, zumindest wenn er nicht gerade in Russland gefoltert oder im Ausland vergiftet wurde. Natürlich für Russia Today nur Fake News, denn die Journalisten sind lediglich ohne fremde Hilfe selbstverständlich 18 Mal die Treppe runtergefallen. In einem neunstöckigen Haus, also mussten sie nochmal nach oben laufen, um wieder total aus Versehen die Treppen runterzufallen. Nur um sich dann selber zu vergiften natürlich. Diese russlandverklärende Ausrichtung von RT zeigte sich bereits in einer Werbeaktion 2007, bei der RT versuchte, das Framing des sowjetischen Diktators und Massenmörders Josef Stalin, sagen wir mal, abzugraden. Dieser wurde mit einer Feder im Wams auf Werbeplakaten gezeigt und dazu wurde angegeben, dass Josef Stalin romantische Poesie schrieb. Funny Fact, aber gerade in den Pausen zwischen der ein oder anderen Säuberungsaktion, bei der Zehntausende Russen getötet wurden, musste man als Massenmörder auch mal Zeit haben für die schönen Dinge des Lebens, wie romantische Poesie. Romantische Poesie wie diese. Färbt sich der Schnee in meinem geliebten Russland mit von mir hingerichtetem Blut, erwacht tief in meinem dunklen Herzen meine verbrechensvergessene romantische Glut. So jemand muss man seine Verbrechen an Millionen Russen verzeihen. Wo waren die Plakate vom Deutschlandfunk, die zeigten, dass Adolf Hitler gerne romantische Bilder malte? So ein Künstler kann doch nicht so schlimm gewesen sein, oder? Nichtsdestotrotz einer möglichen poetischen und oder künstlerischen Ader sind beide verfickte Massenmörder. Das macht ein hingerotztes Gedicht oder Bild nicht besser. Eher schlimmer.
Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis 2014 RT auch nach Deutschland kam. Damals noch als RT Deutsch. Als wäre 2014 nicht schon schlimm genug gewesen, überall nach dem WM-Sieg das Gesicht von Lukas Podolski sehen zu müssen. Und vor allem mit einem Programm, das wirklich die Bild neidisch wurde. Oder der Sender berichtet über das angebliche russische U-Boot in Schweden und verweist auf die schlimme kalte Kriegsrhetorik, zeigt einen US-Fernsehmoderator, der Schweden auffordert, weiter nach russischen U-Booten zu suchen. Nein, Schweden, so funktioniert das nicht. Wenn du ein unscharfes Bild von etwas siehst, dann beschäftige dich damit für den Rest deines Lebens. Was RT nicht sagt, der Ausschnitt stammt aus einer Satiresendung. RT Deutsch täuscht. Gezielt werden die Unzufriedenen angesprochen. RT Deutsch versucht ein Image zu kreieren. Unser Leitbild lautet: Wir zeigen den fehlenden Teil zum Gesamtbild. Also genau jenen Part, der sonst verschwiegen oder weggeschnitten wird. Wow. John Oliver in eine Fake News reinzuziehen, ist schon mehr als dumm, weil es die Meldung automatisch konterkariert. Es aber nicht zu kennzeichnen oder zu erwähnen, zeigt letztlich seit 2014 das Hauptproblem von RT Deutsch und von RT allgemein. Denn scheinbar ist genau das der fehlende Part, nämlich die Wahrheit. Leider nutzte ab 2015 RT Deutsch die Flüchtlingskrise, um noch viel mehr Schwachsinn über den Äther zu verbreiten. Dabei behauptete natürlich RT Deutsch, dass das alles nicht so ist und Russland selbstverständlich nicht sagt, was gemacht werden soll. Okay, blöd, wenn das der oberste Chef ganz offen bereits so gesagt hat. Aber wie gesagt, auch das ist der fehlende Part, nämlich immer noch die Wahrheit. Wie es aber genau bei RT Deutsch so abläuft, bei der Auswahl von Themen und Gästen, bei total unabhängigen Shows, zeigt dieses Interview von Claude Rudolph 2017 bei Arte. Für meine jüngeren Zuschauer, Arte ist ein Spartensender von ARD und ZDF und zeigt so Sachen wie Theaterstücke. Theaterstücke wiederum sind dabei so etwas wie TikTok-Videos, nur länger und meistens mit GEMA-freien Stücken. Und Claude Rudolph hat mal vor 120 Jahren beim Das Boot mitgespielt. Leider ist seine Karriere im Boot geblieben, aber viel interessanter ist das, was er über RT Deutsch erzählt, wie es bei seiner Show damals so abgelaufen ist. Und jetzt zu RT, musst du ständig nach Berlin? Nach Berlin und Moskau muss ich machen. Moskau? Also ich muss ja, wenn ich zum Beispiel die Themen abspreche, ne? Das wird ja alles dann von der Chefetage dann begutachtet. Ne? Bist du auf Einladung dahin oder ist das von deiner Seite gekommen? Nee, nicht von meiner Seite. Bei jedem Sender. Also musst du eine Gästeliste einreichen, eine Themenliste einreichen. Ne? Dann wird das politisch abgeklopft und so weiter. Okay, also WDR oder ZDF oder ARD oder niemand auch immer, also RTL, da bist du am Tode entwickeln. Und dann nicht. Da musst du ein vernünftiges Gespräch machen und vernünftig argumentieren, vernünftige Gäste haben und dann das ist abgesegelt und dann ist das gut. Genau deshalb mag ich Claude Rudolph. Während RT Deutsch und seine Chefs alles dafür tun, um von Russland als Geldgeber abzulenken, ist er offen und erzählt, wie es wirklich abläuft. Verdammt, damit liefert er sogar den fehlenden Part. Sich aber gerade als Kämpfer für den einfachen Bürger zu generieren, der nur die letztlich mehr als fragwürdige und vor allem komplett falsche Wahrheit zeigen will, hat RT Deutsch gerade durch Corona 2020 einen treuen und oft sehr stramm stehenden Stamm an Zuschauern gebracht. Jetzt nicht so viele Zuschauer in der werberelevanten und wahlmitentscheidenden Gruppe der 14- bis 49-Jährigen, wohl aber in der Gruppe zwischen 1914 und 1949 Geborenen. Und vor allem bei Querdenkern, Reichsbürgern, Impfgegnern und anderen wenigen Vollidioten. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass RT in Russland zum Beispiel massiv Werbung macht für das Impfen gegen Corona, da Corona Russland seit mehr als einem Jahr im Würgegriff hat, wie ansonsten nur Wladimir Putin, ein Teilnehmer einer Demokratiebewegung. Anders hier bei uns. Da war RT Deutsch eine der Speerspitzen der Corona-Leugner, zumindest so lange, bis dann doch überraschend das hier passierte. Diese Seite ist leider nicht erreichbar. Seit gestern sind die deutschen Kanäle von RT, früher Russia Today, auf YouTube gesperrt. Die Sperrung begründet das Unternehmen mit seinen Community-Richtlinien. Videos von RT Deutsch hatten demnach Corona-Falschmeldungen verbreitet. Daher habe YouTube vorübergehend untersagt, neue Videos auf dem Kanal hochzuladen. Schriftlich heißt es:
Während dieser Suspendierung hat RT Deutsch versucht, diese Einschränkung zu umgehen, indem sie einen anderen YouTube-Kanal für den Upload ihrer Videos nutzten. Als Resultat dieses Umgehungsversuchs wurden nun beide Kanäle gekündigt. Da würde ich doch mal sagen, haha. Nur, was war der Aufschrei groß, weil angeblich die Bundesregierung YouTube zu diesem Schritt gedrängt haben soll. Was total wahr klingt, wenn man alleine bedenkt, wie Facebook, Google, TikTok und Twitter darauf achten, das von der letzten Bundesregierung geforderte Löschen sämtlicher Hate Speech auf ihren Netzwerken rigoros zu ignorieren. Außer natürlich Google. Google hält sich selbstverständlich an alle rechtlichen Regeln, sofern es diese nicht umgehen kann. Jedenfalls durchkreuze das RT Deutsch nicht nur die YouTube-Statistik, sondern noch einen anderen Plan zur Weltherrschaft. Wir sind offen und transparent. Teilen Sie unsere Vision. Schalten Sie sich ein. Treffen Sie Ihre Wahl. Wählen Sie Grün. Nee, dieses Grün meinen wir. RT, verlieren Sie keine Zeit. Wählen Sie uns zu Ihrem Fernsehsender. Eher nicht. Also weder grün noch als mein Sender. Das ist immer noch QVC und ich muss leider eingestehen, so wie RT Deutsch Attila Hildmann radikalisiert hat, hat QVC mich radikalisiert. Nämlich meine Küche und meinen Kleiderschrank radikal auf QVC-Produkte umzustellen, weshalb beide Räume abgebrannt sind. RT Deutsch, das mittlerweile als RT.de firmiert, hatte sowohl hier in Deutschland als auch in Luxemburg Anträge für eine eigene Senderlizenz beantragt. Extra auch in Luxemburg, weil es schon zum Anfang beim Ausfüllen des Antrages hier bei uns bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg Probleme gab. Die zweite Frage war nämlich bereits, werden sie von einem ausländischen Staat finanziert? Wenn ja, dann gibt es keine Lizenz. Denn in Deutschland dürfen nur Sender eine Lizenz bekommen, die nicht von irgendeinem Staat finanziert werden. Also versuchte RT auch über Luxemburg eine Sendelizenz zu bekommen, was Luxemburg nur dazu brachte, es abzulehnen, da nun einmal RT.de in Deutschland sitzt und somit nur die Behörden von Deutschland dafür zuständig sein können. Was RT.de total undoll fand und dagegen natürlich klagte. Und so kann man aktuell bei RT.de hauptsächlich nur Beiträge lesen. Und wenn wir eines wissen, dann ist Lesen eine der größten Schwächen von Corona-Leugnern und Reichsbürgern. Da hilft auch kein Endredakteur, den man sich dann sogar sparen könnte und der dann auch wieder der fehlende Part wäre. Und trotzdem sucht RT.de über RT immer noch Mitarbeiter für einen Sender, den es nicht gibt, mit Werbung wie dieser. Young, ambitious, a vagabond. For work, you'll be traveling to Washington and Moscow and sometimes even Spain. Our new German TV channel's looking for a correspondent. Apply now. Fantastisch, einfach nur fantastisch. Erst einmal klingt die Stimme nicht wie Jens Spahn, sondern vielmehr wie Jürgen Klopp. Und zweitens kann der Job als Korrespondent bei RT.de nicht besser beschrieben werden, als eine Marionette zu sein, die von jemand anderem von oben geführt wird. Perfekt. RT.de wäre gerne ein deutsches Fox News. Ein Sender, der Wahlen aktiv beeinflussen kann und auch Meinungen von Millionen von Menschen. Dabei tritt RT.de gerne so auf, als sei man schon lange eine zweite Kraft neben den herkömmlichen Medien. Eine Ironie ist es, anderen Sendern vorzuwerfen, nur ein Medium gelenkt vom deutschen Staat zu sein, während man selber ein von Russland gelenkter und vor allem finanzierter Sender ist. Jedoch ist für die RT.de-Redakteure schwierig offen zu negieren, was Wladimir Putin selber gesagt hat. Vladiladi steht nicht darauf, wenn man seine Aussagen negiert. Richtige Journalisten sind in Russland schon für weniger als das 18 Treppen hinuntergefallen. Dabei verkennt RT.de, dass, obwohl es ein fettes neues Studio und mehr als 70 oder 100 Mitarbeiter hat, weniger Zuschauer generiert als der offene Kanal in Berlin. Und am Ende mehr als perfekt ist auch die Tatsache, dass die RT.de Productions GmbH in dem Gebäude in Berlin-Adlershof residiert, wo einst das Solarunternehmen Solon drin war. Solon war eine Solarfirma,
die am Ende vor allem über die eigene Hybris gestolpert und bankrott gegangen ist. Also der perfekte Ort für RT.de, nicht nur sinnbildlich. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!